So, das ist natürlich etwas, was die Leute unglaublich erregt. Ja, ein 4x4 Sprinter. Ihr habt NOx-Sensoren bekommen? Ja. Ja, ist ein Running Gag, oder? Einer von den letzten, ja. So, einer von den letzten habe ich auch. Ein Sechszylinder hast du noch? Ja. So, das ist ein Motor, dem holt man nach. 3 Liter? 3 Liter V6, ja. V6. So, und das ist ein guter Motor. Der hat auch noch einen Obereigner. Ja, hat Obereigner mit Untersetzung. Mit Untersetzung. Ja. So, jetzt geht es ja hier um jedes Gramm. Ja. Die Aufgabe war es, unter 3,5 Tonnen zu bleiben, damit auch die Shenandoah den fahren darf. Ich zeige es dir mal gerade. Du hast ja nur so einen lappigen B-Führerschein, aber den haben in Österreich die meisten. Ne? Ja. So, und das Ding kannst du mit dem Pkw-Führerschein fahren. Kannst du noch fahren, ja. So, was habt ihr alles verändert? Wir haben vorne die Beleuchtung gemacht, wir haben den Schnorchel gemacht, wieder unser Logo. Wir haben schon ein paar Videos gedreht, deswegen ist er jetzt so locker. Man muss das System nochmal erklären. Also ihr seid Österreicher, ihr macht Sachen möglich. Man muss euch nur sagen, was ihr wollt. Ihr könnt flexen, das schneiden, rausschneiden, alles. Ja. Ihr habt ganz viele Zubehörhersteller. Der Schnorchel zum Beispiel ist von Bravo. Bravo, Schnorchel, ja. Ist der gut? Ja, ist okay. So, ihr habt da mal eine tolle Felge drauf gemacht. Erklär mal den Vorteil. Hutchinson-Felge, kannst du den Reifen klemmen damit und die Luft auf 0,3 bar circa runterfahren und dadurch hast du große Auflagefläche und viel Grip. Viel Grip im Gelände. So, jetzt, sag mal, ist der höher gelegt, glaube ich, oder? Ist original Obereigner plus 110 mm. Plus 110. Und das 110 gegenüber so einem Block, der eingeklemmt wird? Nee. Nein. Ist einfach höher. Nein, ist einfach höher, weil das Vorderachsdifferential unter dem Motor muss. Drum. Ja. Jetzt verstehe ich. So, das heißt, jetzt hinten auch schon eine Sperre oder kommt die noch? Nein, die kommt da vielleicht noch. Er hat hinten eine Vollluftfederung, das hat er bekommen. Okay, das heißt, der liegt wie ein Brett? Nein, ist besserer Fahrkomfort, weil er nicht zu hart ist. Ja, ihr habt eine Truma 6D bekommen noch? 6DE. Echt? Ja. Wie? Gab es eine Sonderzahlung an Truma? Ja, wir haben ein wenig vorgeordert schon. Ja. Das heißt, ihr wart so schlau, habt es schnell genug gemacht. Daneben ist Strom? Nein, Wasser. Sag mal. Ja. Ich will mal sehen, wie die aussehen, die österreichischen Anschlüsse. Ganz anders wie unsere. Ja. Besser? Besser. So, das ist ja mal Sandblech. Ja. Fällt was aus? Ja, hat 6 Funktionen. Also kannst du einen Keil draus machen, kannst du einen Unterstellbock machen, du kannst es als Sandblech benutzen. Also kannst du ein paar Lösungen. Teuer? Ja, Stück ca. 180 oder so. So, man kann ein Schloss drauf machen, gell? Bitte? Nein. Das machen wir noch. Das machen wir noch. So, das hier sind die Backen, die sind von wem? Sind selber gemacht, sind von uns. Ihr habt die gemacht? Ja. In Alu. In Alu? Ja. Guck mal, die machen Backen selber. Wunderbar. Die meisten kaufen zu. Das Problem bei dem Fahrzeug ist, es ist sehr schmal im Vergleich zum Ducato, aber keiner will irgendwie einen Ducato mehr haben. Aber wir haben innen trotzdem 2,3 Meter. 2,3 Meter. So, jetzt gucken wir uns gleich mal an von innen. Auto ist unglaublich umlagert. Ihr habt wirklich tolle Sachen eingebaut, die man sonst nie sieht. Die Hutchinson, oft eine Delta drauf, auch nicht schlecht. Nein, nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. So, die Luftfeder ist nachgerüstet. Ja, ist nachgerüstet. V&W oder was? VB Suspension. Cool. So, das heißt, du kannst also in Grenzen nivelieren, wenn du stehst. Ja. Das ist ein Vorteil. Du kannst ablassen. Du hast keinen Festtank hier drin, ne? Toilette, Trenntoilette? Trenntoilette. So, und das ist das Geniale bei euch. Das ganze Bett ist sehr, sehr reduziert. Die ganze Einrichtung reduziert. Da stehen die Leute total drauf. Also ganz zurückhaltend. Ihr habt Boxen mit drin, wo ihr, ich sag mal, das ganze Zeug reinmacht. Ihr habt Mastervolt eingebaut. Ja, alles Mastervolt mit Season zusammen. Beste vom Besten. Ja. So, ihr könnt sogar Elektrik? Ja. Was möchtest du wissen? Wir haben eine 400 Ampere-Stunden Lithium-Batterie von Mastervolt. Wir haben einen 2,5 kW Wechselrichter. Der Kombi-Mast, da ist er. Ja, Kombi-Master. 3 kW steht sogar drauf. Ja. Der neue, cool. Und das ist das Bussystem, ja? Das ist die Verkabelung vom Bussystem über die Season Coil. Das ist dieses Teil da. Ja. Ja. Da kann man alle Lichter, alles steuern. Ja. Über Mastervolt. Das heißt, in der Kombi, du hast ein Bedienpanel dann. Ja. So, und zeig mal gerade die Tür, die ist auch isoliert ordentlich. Alles ist isoliert, ja. Mit was habt ihr eingebaut? Armaflex? Nein, Extremisolator 20 mm. Richtig teuer. Es ging ja billiger. Ja, wir legen Wert auf Qualität. So, da vorne, die Schiene, ist sie nicht gefährlich für den Kopf?
Nein, denke ich nicht in diesem Bereich. Aber, man kann ja auch einen Gummischutz drauf machen. Ja, nein. So, wir schauen kriegt eine andere Verkleidung da. Aber. So, ich zeig's mal gerade, denn das hier war Kundenwunsch, oder? Das Fahrzeug. Der Kunde kann bestimmen ein bisschen mit. Ja, er hat das ganze Auto mitbestimmt. Das heißt, ihr habt indirekte Beleuchtung, könnt die Farbe einstellen. Ja. BB. Krass. Da unten ist der Wassertank. Eine Kühlbox. Das ist wahrscheinlich nicht der einzige Kühlschrank, oder hier? Das ist zusätzlich. Das ist das Bier. Darf ich mal reingucken? Sicher. Bitte. Das gute Gösser? Nein, ich weiß nicht, was ist da. Da ist nichts mehr drin. Warte mal, da unten. Nee, ich bin nur mal gucken. Was ist das für ein Bier? Schwächerter Bier. Schwächerter. Das ist bei uns das beliebte Dosenbier, zum Beispiel fortfahren. Okay. Ich sehe schon, selbst das bayerische Bier ist euch nicht gut genug. Nein. So, Druckwasserpumpe, Filter. Ja, Lilie. Mit Lilie haben wir den Wasserfilter, 3-Stufen-Filter. Man kann es trinken oder eher nicht? Normalerweise schon, ja. Also für ganz empfindliche. Ja. Da unten ist der Tank, was hat der für ein Volumen jetzt? 150 Liter. 150, auch schon mehr wie normal. Viele haben ja nur 100. So, und wenn du mal die Tür mal zumachst, ich will mal hören, wie die klingt beim Zumachen. Nochmal. Zu laut. Zu geil. Boah, ist ein geiler Sound. Bitte mal zumachen, die andere Tür. Bitte nochmal. Ja, so muss klingen. Ja. Oder? Ja. Es darf nicht Klang machen, es muss Klong machen. Ja, genau, stimmt. Cool. Ja, ich liebe es, weil du kannst an der Tür sehen, wie das Ganze verarbeitet ist. Das Logo habt ihr fein gemacht. So, das ist so ein kleines bisschen wie Schnitzer und so. Ihr habt euer eigenes Logo. So, das Ding habt ihr echt selber. Das ist auf einen Millimeter, oder? Ja. Krass. Da muss die Tür genau eingestellt sein, oder? Ja. So, bitte auch die mal zumachen, dass wir mal hören. Mit Zuziehhilfe. Mit Zuziehhilfe? Ja. Okay. Heißt, du musst sie gar nicht zuschlagen. Wir machen da den Strom, dass du da portabel kochen kannst. Ach, einen Ausgang hast du? Ja. Wie ist das gelöst? FI-Schalter? Weil das heißt, da ist so ein ganz spezieller. Haben wir einen FI-Schalter. So, das ist nämlich oft ein Problem draußen. Viele schließen das einfach an, haben keinen Potentialausgleich. Das ist die Kombidose, sehe ich immer öfter. Da ist auch Fernsehen drin, aber das brauchen wir nicht. Und 12 Volt hast du. 12 Volt, ja. Ja, das ist auch mit drin. Wassereingang. Außenbeleuchtung. So, und dann ein Tresor habt ihr eingebaut. Ja. Kundenwunsch. Ja. Ist wahrscheinlich nichts drin, nur dass der Dieb erstmal ein bisschen Spaß hat. Ist schon was drin. So, ein Kompressorkühlschrank. Ja, Kompressorkühlschrank. Dometic von beiden Seiten zum Öffnen geht leider jetzt nicht gescheit auf, weil. Okay. Da unten ist der Schutz. Ja. Nein, der. Ja, ist ja klar, wenn das ein Kundenfahrzeug die ist. Keypads, wo wir die Lichter schalten. Warte, ich gehe mal rein. Dann zeige ich mal gerade die Keypads. Bussystem. Ja, Bussystem. So, du darfst mal draufdrücken, Shenandoah. Mal gucken, ob Shenandoah sicher ist. Ja, lese zum Beispiel, dann geht da drüben ins Licht an. Ja. Bitte nochmal aus. Einmal drücken. Magst nicht draufbleiben, nein, einmal drücken. Ja. So. Das heißt, man kann es auch dimmen, alles, gell? Ja, und Dämmfunktion. So, dann Blickachse. Du hast richtig viel Platz, du kannst bis hinten hindurch gucken. So, der Grundriss ist ja so, wie viele Wohnmobilliebhaber den gerne haben. Das ist so der ganz normale, geht auch anders, wenn man will, gell? Ja, geht auch anders, aber es bleibt nichts aus. Gibt nur vorne und hinten. Stimmt, so das Bett ist ja hier permanent. Dann natürlich hier das Licht. Ihr habt indirekte Beleuchtung, was ganz wichtig ist, glaube ich, für das Ambiente. Ja, perfekt. Ja. Boah! Ist das ein Bedienpanel? Das heißt, du kannst alles steuern. Da ist aber jemand. Ja. Genau, wenn du mal kurz hochkommst, sag mal. Du kannst hier alles Mögliche machen. Ja, Du kannst sogar die Sitzheizung aktivieren. Hier, du kannst den Wechselrichter einschalten, du hast Temperaturstände, wir haben den Dieseltank draufgehängt. Wir haben einen Stromverbrauch drauf, wenn du jetzt drauf drückst. Da kannst du die Lichter schalten. Das kommt aus der Schiffstechnik? Oder? Ja, Schiffstechnik. Also muss funktionieren. Ja, das funktioniert, ja. Okay. Sind sogar diese Paneele und Keypads sind wasserdicht. Wasserdicht? Ja. Gut, okay. So, eine Truma Diesel haben wir schon gezeigt. Backup, habt ihr noch Standheizung drin? Eine Webasto oder sowas? Ebersbecher? Nein, ist nur die Troma herinnen. So, das große M-Books. Ja.
Dann Assistenzsystem hat er auch, Ja, hat alles. was der Kunde halt will. Ja. So, und das ist deine Spezialität. Du hast gesagt, es muss ja nicht immer dick sein. Man darf auch sehen, dass es dünn ist. Ja. Wichtiges Klappern. Wir sind auf einen Meter circa um 5 Kilo leichter. So, klär mich mal auf. Das Ding wiegt echte 3 Tonnen. Ja. Mit Allrad, Ja. mit den Felgen Hutchinson, Ja, genau so wie wie es hier ist. Das ist sensationell. 500 Watt am Dach, Solar, also 480. Okay, das heißt, du Die brauchst Schwingsitze, ein Schwingelement hat 22 Kilo. 22. Eins. Wie geht das denn? Wir haben den Originaladapter, den Originalsitz abgeschraubt, haben einen Adapter gemacht für die Drehplatte. Damit können wir auch, wenn eine Handbremse hat, drüber drehen. Ja. Das geht nämlich normal nicht. Da muss man den Sitz mal ganz hochdrehen, Ja. Handbremse runter machen, was ganz gefährlich ist. Genau. Also muss die Handbremse lösen am Berg. Musste ich damals immer machen bei meinem T6. Und da bist du ja immer mulmig, weißt du, da ist zwar Allradparken drin, Ja. aber da stehst du mal am Hang. Ich sehe schon, ihr denkt mit. Das ist jetzt auch ein dicker Filz und nicht nur Spraydose, oder? Ja, dicker Filz von Gisatex, selbstklebend, sehr super zum Verarbeiten. Aber wenn er klebt. Ah, da ist auch nochmal Ambiente. Direkt beleuchtet. Ja, sieht man leider nicht. Jetzt sieht man es. So, das Bedienpanel an der Seite, da könnte man noch ein zweites Bedienpanel machen, wenn man will. Gell? Man kann die kaskadieren bei Truma. Wenn einer unbedingt hinten. Ja, könnte man was Zweites machen, ja. Kann man die Heizung auch über das Bedienfeld theoretisch machen? Ein Ausschalten müsste gehen, aber so zum Bedienen nicht. Okay. So, dann zeige ich es mal gerade. Hier ist ein kleines Tischlein mit dabei. Während der Fahrt kann man das verstauen? Hat er einen Platz dafür? Kann man weg, aber wir brauchen, er bleibt immer da, der Tisch. So, die Heizung ist wo? Hier drunter? Die ist unter der Sitzbank. Da ist sie. So, und dann gehen wir mal kurz ins Bad. Das ist ja eure Spezialität. Das Ganze komplett selbst gebaut. Die Tür allein, ich muss die Tür zeigen. Bitte mal wackeln. Sowas habe ich noch nie gesehen im Leben. Das ist Leichtbau. Ja. Da brauchst du keine Angst haben, oder? Nein. Alles Kunststoff und auch alles dicht. Und klappert nicht. Klappert nicht. Ja. Der Vorteil ist dadurch, dass die Leiste komplett durchgehend ist, kann ich es klappern. Magnet. Magnet. Boah, ist die dünn. Guck dir das mal an. Das habe ich noch nie im Leben gesehen. Das heißt, es geht um jedes Gramm hier bei dem Auto. Ja. Ne? Der Vorteil ist, du brauchst in Österreich keine Maut zahlen, du brauchst noch einen Pickerl. Ich glaube, das ist bei euch in der Muttermilch, so ein Pickerl liegt schon dabei bei der Geburt. Aber das ist richtig teuer, wenn du ja fährst. Ja. Und die sind gemein, wenn du dann hier mit so einem Auto fährst und der ist nicht zugelassen als 3,5, die prüfen das. Ja, genau. Die sind ja nicht blöd, muss man sagen. Die Fahrzeuge werden gewogen, ja. Ah, es gibt so Wiegeeinrichtungen während der Fahrt? Nein, aber es wird Kontrollen. abgewogen. Es gibt Kontrollen, ja. Kontrollstellen. Ich mag Österreich. Ich habe nämlich das letzte Mal bezahlt am Bodensee. Da ist eine mautfreie Strecke. Es gibt jetzt einige mautfreien Strecken, also direkt an Grenznähe. Okay. Die gelten aber nur bis 3,5 Tonnen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, und wenn du dann fährst über 3,5 Tonnen, ist die Ersatzmaut fällig. Die kostet 250 €, Okay. wenn du sie gleich bezahlst. Wenn du ein bisschen wartest, ja, dann kommt das nächste und das ist ja direkt, die Polizei kommt ja dann direkt. Ja. Ja. Das ist so. Aber ich denke, ihr habt auch andere Vorteile dann dagegenüber. Da? Oder sind die Österreicher alle böse? Na, das ist einfach so bei uns. Ist so. Das geht nicht anders. Cool. Ja, das ist ja meine Sitzbank. Die Sitzfläche sehr lang. Warum? Na, weil die Heizung auch drunter ist und den Platz braucht, ja, und man auch ein bisschen da knoten möchte. Das heißt, bedeutet, wenn ich ein Kind habe mit kurzen Beinen, das sitzt weiter vorne, macht ein Kissen dran? Wenn ich ein Kind habe, dann wird sowieso ein Dreisitzer oder Viersitzer werden und dann wird eine andere Bank gemacht. So, das ist jetzt ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja. Okay, das heißt, die Bank ist eh nicht zum Sitzen gedacht, oder? Während der Nur Fahrt. zum Essen. Halt. Zum Also Essen. nicht während der Fahrt. Ja. Das ist die Sitzposition. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Drehsitze. So weit, so gut. Das kennt man. Da ist Lithium. Die sind wo drin, die Batterien? Wo habt ihr reingemacht? Na, die Lithium-Batterie ist hinten drinnen bei den Mastervolt-Sachen. Die passt ja nicht unter den Sitz. Bisschen groß. Ja. So, oben habt ihr durchgehende Schränke. Gleiches System. Zeig mal bitte. Ja. Da ist unten drunter Metall. Ist es Alu? Alu. Ja. Ey, es sieht aus wie Stahl. Ja. Alupulver beschichtet, ja. So, ist noch nicht fertig. Gell? Ist So, noch nicht ganz fertig. Ja. muss man sagen. Ein paar kleine. Immer so zur Messe will man ja die Dinger mitnehmen, oder? Ja, es muss auf die Messe und. So, die Leute hier sind aber gnädig, oder? Ich glaube, Ja, so nein. Allradmessen, die sind da hart im Sind Nehmen. das gewohnt. So, zeig mal drin, das Bad. Dann filme ich mal rein, was wir da so alles haben. Wir haben es gezeigt, da ist das Waschbecken zum Runterklappen, auch aus Alu. Ja. Ihr habt es selber gebaut? Ja.
Das ist... Boah, das klingt schon gut. Das heißt, ihr könnt Alu schweißen, wie ich sehe. Ja. Ihr hättet die Schweißnähte hätte man ja noch ein bisschen abflexen können. Ne? Hätte man können, Ja. Aber es sieht cool aus, ja, oder? Genau. Ihr wolltet das so, oder? Ja. Soll so ein bisschen derb sein? Ja. So, dann habt ihr einen Haushaltswasserhahn mit drin. Das ist die Trenntoilette. Trenntoilette. Was ist denn das für eine? Von Biotoy. Habe ich nie gesehen, zeig mal. Ist die in Benutzung schon? Ja, machen wir zu. Dann machen wir nicht jetzt. Ja. Warte. Hi. Hat sich so ein bisschen zurückgelehnt. Jetzt geht sie rein. Es gibt immer mehr Trenntoilettenhersteller. Ist sie aus Österreich? Oder? Nein, ist aus Deutschland. Aus Deutschland. So, mit der Kurbel, gell? Ja. So, da kommt wahrscheinlich irgend so ein Kokosdings rein. So, und vorne ist für Pipi, gell? Genau. Genial. Und man riecht nichts, wird abgesaugt, getrocknet. Ja, Ihr habt es probiert, man riecht echt nichts, oder? Ja, nein, funktioniert. Ich war schon wochenlang in Urlaub mit sowas. So, das Ding kann wieder mal 300 Kilo, der Auszug. Haben wir eben schon da im Auto gefilmt. Die Duschwanne Ist beheizt und hat 4 Abläufe. beheizt. Ja, Wie? Du stehst nicht im Wasser. Ja, Wie? mit der Warmluftheizung. Mit der Warmluftheizung. Wärmen sie das Aluminium auf. So, und da vorne ist die Dusche, die hat noch keine Halterung, die kommt noch. Okay, aber danke, dass wir es trotzdem sehen durften, weil viele lassen sich nicht in die Karten gucken, also wie irgendwas gebaut wird, aber viele wollen auch sehen, wie es gemacht ist, oder? Ja, ist so. Ja. So, die Shenandoah, die macht Rückenübungen. Du darfst mal bitte hier mal eins aufmachen. Wir haben vielleicht hinten, etwas weiter hinten. Jetzt mal gucken, ob das eine Mogelpackung ist. Nein, tatsächlich auch ausgeführt. Ja, Stauräume kann man nie genug haben. Habt ihr mal gesehen, es gibt so ein System Airline-Schienen und Taschen. Habt ihr das mal gesehen? Ja, aber das ist nicht unsere Philosophie. Sehr schön. Gut, Holz habt ihr auch. Dann bitte einmal öffnen. Das ist Standard. Druckschlösser. Riesenwaschbecken. Ja, Dass die österreichischen Pizzateller auch reinpassen. genau. Was ist bei euch Spezialität eigentlich? Woher kommt Linz? Ja, ein Schnitzel. Schnitzel. Mit Fritten, Pommes. Ja, Pommes. Gut. So, Kühlschrank haben wir gezeigt. Das Bett mit den Backen, das ist ja ganz wichtig. Ich nenne sie Backen, die heißen wie bei euch? Ja, Verbreiterungen. Okay. Shenandoah, wenn du mal so nett bist, geh mal aufs Bett. Das letzte Mal einer geschrieben, ich soll das nicht sagen, wenn du mal so nett bist. Das wäre zu, sollte ich mehr auffordern. Soll sagen, ey, Jetzt geh mal. Spring ins Bett. Spring ins Bett. Vorsicht mit den Schuhen, halt sie oben. Ja, Das ist eine coole Übung. auch gut. Ich zeig mal gerade, wie sie da hängt. Ja, nicht, dass einer sagt wieder mal. Wobei, ihr habt ja Auflagen drauf gemacht. Es ist so zum Zeigen. Das ist ein Kundenfahrzeug? Ja. Okay, das wird wann ausgeliefert? Morgen. Ist der Kunde heiß? Ja. Das heißt, ihr baut noch ein bisschen hier, oder? Heute Nacht. Ah, das nicht, aber Er kommt noch mal. Er kommt noch mal. Ist der bei euch aus der Gegend? Ja, das ist er. Das ist er. Das ist er. Das ist dein Auto. Schönen guten Tag, ja, das ist mein Auto. Du bist ja Österreicher. Ich bin Österreicher, das hört man, oder? Sag mal, die Jungs sind ja der Hammer, was die alles hier durchziehen. Absolut, absolut. Ich bin beim Besten gelandet. Das Coole ist, man muss aber auch damit umgehen können, dass, ich sag mal, hier die Klotür zum Beispiel so dünn ist, finde ich so genial. Da gibt es dann wieder andere, die sagen, oh, die wackelt ja oder irgendwas. Aber Stört es nicht. gar nicht. Stört nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist einfach auch ein Gewichtsthema und das ist perfekt gelöst. Edelstahl überall, wo du siehst. Dann hier das Bussystem ist ja der Hammer. Hast du gesehen? Absolut, ja, absolut. So, ich nehme an, du. Extrem selbsterklärend, unglaublich vielseitig und in der Bedienung einfach gibt es nichts Besseres. So, du hast lange darauf gewartet. Du bist praktisch der Losgewinner in der großen Loslotterie gewesen. Hast noch einen V6 3 Liter bekommen. Naja, als Gewinner würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ich habe es ja bezahlt. Also Aber die Leute sagen, aber ich gehöre zu den Glücklichen, die überhaupt noch in der Lage waren, einen bestellen zu können. Ja. Das ist das Thema gewesen. das war, glaube ich, bis Mai kann man noch bestellen, gell? Ich habe ihn voriges Jahr bestellt und habe 5 Monate Lieferverzögerung gehabt. Okay. Also ich war bei den letzten, die ausgeliefert wurden. Und da war der Sensor drin, der NOx? Der Sensor? Das ist ein Running Gag. Also, ja. Ja. Okay. Es gab Autos, da waren entweder keine drin oder sie waren kaputt und deswegen konnten sie nicht okay. zugelassen werden. Okay. Ich hatte so einen. Wirklich? Okay, Ja, das ist- wusste ich nicht. Das Seit wusste 2 ich Tagen geht er. Ich hole ihn ab nächste Woche. Auch ein 4x4. Wahnsinn. Aber der neue Motor. Okay. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich ganz wenig Freude haben. Du wirst die große Freude haben.
Ich will jetzt nicht demotivierend da jetzt sprechen. Mach mich fertig. Ich komme aus Deutschland. Die Österreicher kriegen die 3 Liter. Ja, also wenn ich dich dann auf der Autobahn überhole, dann winke ich dir mal kurz. Ich darf ja nur 110 fahren. Ja, das Problem ist, ich bin 4,3 Tonnen oder 4,25. Aha, also LKW. Also, das heißt, in Österreich darf ich richtig hinlangen. Ja, LKW-Maut in Österreich ist wirklich teuer. Das ist wirklich teuer. Ja. Das ist der Grund, warum ich über die Schweiz fahre in Italien. Gut, dann kompensiert sich. Aber außerdem habe ich in der Schweiz schon 920 € Strafe bezahlt für 6 km/h zu schnell. Ja, ich fahre in der Schweiz immer Tempomat. Kein Witz, weil ich respektiere das. Das macht Sinn, auch in Österreich, muss ich sagen. Österreich ist aber das sehr liberal vergleichsweise. Also die 920 €, das war Wegelagerei. Ja, aber es ist halt so, der Vorteil ist, du kannst so schnell fahren, wie du willst. In Deutschland zumindest mal. In Österreich kannst du Maximalgeschwindigkeit fahren. Du hast keine Auflagen, du brauchst nur einen Pickerl. Das ist richtig, aber in Deutschland, glaube ich, werden die Strecken, wo man so schnell fahren kann, wie man will, auch immer weniger, oder? 60% noch. 60% noch, wirklich? Okay. Ja, wenn du dann nachts fährst zwischen 1 und 4 Uhr. 100%, dann 100%, oder? Also es gibt eine Strecke in Belgien, wenn du runterfährst nach Bitburg, kannst du mal fahren. Da kannst du VMAX machen, 350. Die ist gerade über 5 Kilometer, aber wenn du 350 fährst, dauert das, glaube ich, nur eine Minute. Aber das ist demnächst auch Schluss. Also die werden da, glaube ich, ein Ende setzen. So, kommen wir nochmal zum Auto. Wenn du das mal siehst hier, wie schön das gemacht ist alles. Du hast jetzt lange darauf gewartet. Jetzt ist morgen, glaube ich, dein Tag, oder? Ja, das ist richtig. Morgen starte ich meine erste Reise damit. Ich habe zwar länger darauf gewartet, aber der Bernhard Reine ist einfach ein Perfektionist und der gibt keine Ruhe, bevor es nicht wirklich 100%ig passt. Und das ist dann schön, wenn das Ergebnis passt, ist die Zeit dann nicht ganz so im Vordergrund. Und außerdem heißt es ja immer, schnell sieht man dann nachher nicht mehr, oder? Das Problem ist ja auch, wenn du irgendwelche Sachen verwendest, die nicht richtig gut sind. Er hat ja richtig tolle Sachen eingebaut wie Mastervolt. Er hat ein Bussystem eingebaut, was ja nicht so easy ist. Da muss programmiert werden und so. Hast du das mal angeschaut, wie das geht? Also die Programmierung habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, wie zum Beispiel Tankfüllungen geeicht wurden. Ja. Und das ist einfach hochprofessionell. Okay, die werden erst ganz voll gemacht, dann wird ein Knopf gedrückt. Ja. Ihr habt ein Druckwasser? Alle 10 Liter. Ja, verschiedene. 10 haben wir, ja. Ja, ich habe welche ausprobiert. Das Problem, der Fäkaltank, da ist ein Schlauch dabei, der muss genau eine Länge haben, X. Ja. Kennst du das? Ja, genau. Ja. Nervig. Und dann geht da ein bisschen Kacki rein und dann geht schon nicht mehr. Das ist, ja, du hast jetzt eine Trenntoilette. Das war auch bewusst eine Entscheidung? Das wollte ich, ja. Das war eine gezielte Entscheidung und auch das System quasi tiefer senkbar zu machen in der Rückwand war eine sehr gezielte Entscheidung. Und ich glaube, das ist sehr gut umgesetzt. Dadurch ist sehr viel Platz auch im Ja, ein Fahrzeug für 2 Personen. Wer fährt noch mit, deine Frau? Das habe ich noch nicht entschieden. Hast du noch nicht entschieden? Das heißt, man fährt am liebsten auch allein, oder? Mit so einem Auto. Natürlich. Allrad heißt freistehen für dich? Ja, unbedingt. Also ich bin Gleitschirmflieger, dadurch ergibt sich das auch, dass man nicht immer Campingplätze ansteuert, sondern auch irgendwo auf den Startplätzen oder Landeplätzen stehen bleibt. Oh, und du fliegst auch an der Mosel ab und zu? Nein, bin ich noch nie geflogen. Ich fahre jetzt nach Südtirol zum Fliegen. Südtirol? Das ist viel schöner, oder? Also ein kleiner Moselberg, wenn du da runterfährst. Mosel hat auch ihre Vorteile, aber liegt eher, glaube ich, im Bereich von Wein, denn im Gleitschirmfliegen. Ist das weit weg, Südtirol, von euch? 4 Stunden? Das sind von hier, glaube ich, so ungefähr 5 Stunden zu fahren. Also und von dir? Viel Autobahn. Nein, von hier ungefähr. Okay. Glaube ich, sind es 5 Stunden oder 500 Kilometer so in etwa. Die sind super lieb, gell, die Südtiroler. Ja, ist so ein ist Hammer, oder? Spitzengegend, gutes Essen. Und ich habe gesehen, du hast DAB+. Alle österreichischen Programme sind jetzt in Südtirol empfangbar. Du fühlst dich wie in Österreich, wenn du das Radio anmachst, Ö3, alles da. Ja, richtig. Ist das neu, DAB+ für dich jetzt? Nein, ist nicht neu. Okay. Ist nicht neu. Kommt jetzt nach Österreich. Die haben sich durchgesetzt. Gibt jetzt einen zweiten Bundesmux. Ja. Aha, okay, das wusste ich nicht. Ich glaube, 50 Programme kannst du jetzt hören. Die wollten vor 2 Jahren, haben sie gesagt, wollen wir nicht. Aha. UKW ist das Beste. Und jetzt auf einmal Ö3, alle draufgesprungen. Wirklich? Ja, wirklich. Geht. Ja. Okay. Gut, jetzt in Linz nicht. Aber du bist aus Linz, aus der Gegend? In der Nähe, zwischen Linz und Salzburg. Okay, das heißt, wenn irgendwas dran ist, du kannst da hinfahren, kannst in das Auto bringen, kannst sagen, hier, mach mal. Genau, das ist auch ein Riesenvorteil. Ja. Hast du das selbst entschieden mit den Felgen? Das war eine gemeinsame Entscheidung. Also ich bin ja nicht so der Profi gewesen. Ich wusste, ich hatte keinen Marktüberblick. Und da hat mir der Bernhard Reiner natürlich geholfen als Profi. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Fahrtraining? Ich bin Autodidakt.
Gut. Sehr schön, wir werden das filmen. Ja, vielen, vielen Dank für das nette Interview. Dein Vorname? Du heißt Günther. Aus der Nähe von Linz, so lassen wir es mal. Und mit diesem wirklich tollen Auto, was da ist. Und das wird heute unser letztes Video sein, denn ich kann die Kamera nicht mehr halten. Es ist kühl. Das heißt, das Auto wird morgen auf der Messe nicht mehr sein, oder doch? Doch, morgen wird es noch auf der Messe sein und am Abend werde ich dann losstarten. Sehr schön. Komm, wir gehen mal raus, machen mal Abmoderation. Dann stellt euch mal bitte kurz vor das Auto. Ein letztes Gruppenfoto. Da ist es. Also ich habe es eben schon gesagt, wenn ihr mal so richtig innovative Bauer haben möchtet, kommt nach Österreich, fahrt nie wieder nach Deutschland. Ja. Da gibt es auch ein gutes Bier. Komm ruhig mal nach vorne, hier ist die Sonne. Tolles Licht, denn in Kürze ist ja wieder Winterzeit. Das heißt, wir gehen um 3:30 ins Bett. So ist naja, in der Früh jetzt oder am Abend? Nee, abends. Also es ist schon schlimm, wenn es dann dunkel ist um 4. Oder es ist so. Sag mal, Skifahren ist auch damit angesagt mit dem Auto? Ja, absolut. Ja. Als Österreicher ist das quasi verpflichtend. Ski zu fahren. Wo? Wo fährst du gerne? Ja, in unserer Gegend gibt es einige Skiberge, kleinere Skigebiete, so für Tagesausflüge, aber es gibt auch die großen Salzburger Skigebiete im Pinzgau, das ist auch alles in gut erreichbarer Nähe und da wird das Fahrzeug gerade richtig. Ich glaube im letzten Jahr war Schnee da, oder? Ja. Zu viel absolut. Fast, oder? Naja, zu viel gibt es nicht. Es gibt nur zu wenig oder zu spät, aber es gibt nicht zu viel. So, ein freudiger Nutzer. Das ist jetzt dein Auto. Ich bin so stolz auf dich. Du bist jetzt im großen Club der Mercedes-Benz 4x4-Fahrer. Ich hoffentlich am Mittwoch auch. Ja. Werden wir mal schauen. Hab natürlich nicht so ein tolles Auto wie du, aber er ist länger und höher, 3 Meter hoch, 7 Meter lang. Das heißt, nicht so schön zu fahren wie deiner. Ja, aber bei meinen anatomischen Voraussetzungen genügt ein kleinerer auch. So ist es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. 22. Oktober 2021. Multimobil.at. Ich guck mal gerade. .at. Könnt ihr einfach mal drauf gehen. Und wenn einer aus Deutschland kommt, ist das bezahlbar bei euch oder ist das so der Österreich-Aufschlag? Nein, ist schon bezahlbar. Ist bezahlbar. Also einfach mal vorbeikommen. Ihr beißt nicht. Genau, kein Problem, wir machen alles. Dankeschön. Tschüss, Senador. Ciao.